Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Mod-Vorstellung, diesmal zu einer sehr intelligenten und nützlichen Mod, und zwar der Abschleppkette. Ihr seht hier schon eine liegen, die können wir einfach so mit der Hand durch die Gegend ziehen. Hier steht eine Zahl, das ist eine ID, die können wir theoretisch auch ausschalten, kann uns aber hilfreich sein, wenn wir mehrere haben. Ja, ihr könnt die einfach mit Q an das Fahrzeug anhängen. Ihr müsst halt hier rückwärts richtig hinfahren. So. Können wir die anhängen. Und dann können wir sogar sagen, dass die Kette sich an sich selbst befestigen soll. Also es einfach nochmal am Schlepper befestigen, damit die da einfach nicht so hinterher rennt. Und dann können wir an das zu abschleppende Fahrzeug hinfahren. Hey, ramme ich nicht hier. Lösen die Kette quasi wieder von sich selbst. Können jetzt hier absteigen. Und können jetzt hier die Kette in die Hand nehmen. Sollten das Ende natürlich finden. Da ist es. So, ziehen das hier zum Schlepper hin. Und wenn der hier schon so ein Anhängmaul hat, dann könnten wir theoretisch einfach mit X sagen, ja komm, hängen wir den hinten dran. Und dann sind die zwei Traktoren jetzt schon mal miteinander verbunden. Es gibt auch noch einen umfangreicheren Modus, aber da kommen wir gleich zu. So, dann können wir hier vorne einsteigen. Wir könnten jetzt, richtige Richtung, so fahren und könnten den hinteren da rausziehen. Das geht schon relativ einfach, aber der will ja jetzt hin, wo er hin will. Dafür gibt es sogar einen Abschleppmodus. Wir können quasi mit B zum einen mal den hinteren Traktor starten und mit Z können wir den Abschleppmodus von hinten des zu abschleppenden Fahrzeugs einstellen. Da gibt es verschiedene Modis. Und wenn ich zum Beispiel Auto mache, dann lenkt er mir zum Beispiel hinterher und fährt mir hinterher. Gut, ich bin jetzt hier auf einer Straße, wo ich ihn eigentlich nicht abschleppen muss, aber wenn ich jetzt richtig Kraft bräuchte, dann würde da hinten, wie wenn ein Helfer drin sitzt, der gleichzeitig mir im Singleplayer sogar auch helfen, dass wir gemeinsam aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Genauso können wir mit Alt B dann den Modus ändern, ob wir jetzt vorwärts oder zurückfahren wollen. Also jetzt bleibt er einfach stehen und will rückwärts fahren, aber wenn ich dann die Kette so langsam auf Zug bringe, dann fährt er mir trotzdem hinterher. Bei vorwärts fährt er mir sowieso hinterher. Ja, ihr seht hier, mit F1 kann ich das Menü aufklappen, wo ich dann die vielen Einstellungen sehe. Wenn ich absteige, geht wieder beides aus, also beide Motoren. Wir können übrigens mit Umschalt T in das Menü hier reingehen. Da können wir sagen, ob wir die jetzt von Hand anbringen möchten, ja, nein. Ob die Ketten-ID angezeigt werden soll oder nicht. Wie weit zwei Ketten so auseinander liegen sollten. Und so weiter und so fort. Bevor wir uns den erweiterten Modus anschauen, schauen wir hier rein. Hier gibt es die Ketten. Link dazu ist übrigens in der Videobeschreibung, und vielen Dank auch an Kenny456 und Bulgore für das Modden dieser Mod. Ja, gibt es in 3 verschiedenen Längen, 1,5, 2,5 und 3,5 Meter. Und wir haben hier so einen Abschlepphaken zusätzlich, den wir auch nutzen können, und zwar für den erweiterten Modus. Wir können jetzt erstmal hier mit X die Kette wieder abnehmen. Und ja, theoretisch könnten wir jetzt mit Y einem Fahrzeug hier hinten einfach so einen Abschlepphaken montieren. Ist dann hilfreich, wenn der hier vorne kein so ein Zugmaul hat. Und mit Alt und den Pfeiltasten wird er sogar angezeigt. 5, 6, 7, 8, 9. Können wir jetzt quasi hier unser selbst kreiertes Anhängmaul, Abschleppöse, bewegen. Dahin, wo wir die möchten. Wenn ich hier hinten aufsteige,
und jetzt hier rückwärts fahre, ihr seht, der ist direkt an den Traktor gekoppelt, also bewegt sich mit. Und da können wir jetzt eigentlich die Kette hier nehmen von Hand. So, jetzt haben wir die in der Hand. Und wir könnten jetzt, wenn wir das Mausrad drücken, die Maus nach vorne hinten bewegen. Damit können wir die Kette drehen. Und die Maus nach rechts links. Damit können wir horizontal rotieren. Richtig genial. Dann könnten wir jetzt quasi das Ganze so hindrehen, wie wir es bräuchten. Um dann die Kette hier oben einzuhängen. Ja, es gibt ja hier den Umschalt-T-Modus. Von Hand anbringen, nicht auf. Na, jetzt komme ich hier gar nicht so weit genug hoch. Müssen nochmal neu anfassen. Das ist ein bisschen schwierig im Sichtbereich tatsächlich. Ja, wenn jetzt wie in dem Fall der Abschlepphaken zu weit oben ist, könnten wir den natürlich auch einfach nach unten bewegen, damit wir hier mit unserer Kette besser rankommen und das Ganze theoretisch auch einhängen können. Jetzt werde ich es nochmal neu in die Hand nehmen. So. Lass uns mal von der Seite kommen. Das Einzige ist, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach zu blöd für bin oder ob das nicht funktioniert. Ich habe bisher noch nicht kapiert, wie ich das Ganze hier reinhängen kann, weil ihr seht, durch den Haken, da geht die Kette irgendwie durch. Seht ihr das? Und ich hatte es vorher auch schon mal im Test, dass ich quasi die Kette hier über den Haken gezogen habe. So rum. Quasi so. Und jetzt loslassen, aber die fällt einfach auf den Boden, also die bleibt am Haken nicht drin hängen. Am besten ist einfach mit X anhängen. Wenn es von euch jemand rausfindet, dürft ihr mir gerne sagen. Ich habe jetzt vorher schon eine halbe Stunde rumprobiert. Ich habe es nicht rausgefunden, auch nicht anhand der Anleitung, weil es gibt da irgendwie keinen speziellen Key, um das Ganze jetzt auch an dem Haken zu befestigen. Wenn ich jetzt einfach das hier drüber ziehe, so hier drüber bin und dann X drücke, passiert jetzt in dem Fall gar nichts. Und wenn ich näher dran bin und X drücke, dann hängt der einfach oben am Zugmaul meistens ein. Beziehungsweise X funktioniert gar nicht, solange der Haken da ist. Genau. Ach wie? Das kann ich nicht wegmachen. Nein, das ist ein bisschen seltsam. Lasse ich die Kette los, mache den Haken weg und sage X und dann hänge ich es daran. Wie vorher gesehen, genau. Soweit funktioniert es und ja, finde ich sehr, sehr nützlich, wenn man mal stecken bleibt im Matsch. Ich hoffe immer noch auf den Schlammort. Da werde ich dann wieder öfter stecken bleiben. Genau, das war's mit der Vorstellung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.